Also ich kann mir gut vorstellen, dass es halt verdammt schwierig ist. Vor allem, wenn man nicht gerade ein offener Mensch ist, hier Anschluss zu finden. Weil Leute dich halt erst beobachten und einem nicht sofort vertrauen. Mein Name ist Draghi Risteski. Ich kam gebürtig aus Mazedonien, bin dann in Deutschland aufgewachsen, ging dann ganz normal zur Schule und dann bin ich nach Australien gegangen für ein Jahr, weil ich die Welt sehen wollte. Und dann hatte ich immer noch nicht genug, habe dann International Business studiert, um dann auch nochmal ein Auslandsjahr zu machen. Und dann war ich in Mexiko. Mein Vater ist als erstes gekommen. Er war, glaube ich, 20 oder 21. Zu der Zeit wurden auch viele Gastarbeiter gesucht. Und so kam es, dass er dann nach Deutschland gekommen ist. Und hat halt hier dort gearbeitet als Maurer und hat sich dann so peu à peu hochgearbeitet. Und am Anfang konnte der halt weder schreiben und noch lesen Deutsch. Und auch nicht sprechen. Er konnte gar nichts. Er hatte gar nicht diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Sprache zu lernen, schreiben zu lernen. Diese ganzen Programme, die uns bereitstellen, hatte der gar nicht. Der musste das alles irgendwie anders hinkriegen. Und für ihn war das halt, ja, wahrscheinlich hat er sich dann wie so ein Alien gefühlt. Er sollte dann in einem Zug von München nach Frankfurt fahren. Er hat noch nie vorher einen Zug gesehen. Und dann stand er vor dem Zug und dann musste so einen Knopf drücken, aber er wusste halt nicht wo. Es war für ihn nicht möglich. Trotz dieser ganzen Schwierigkeiten hat er es geschafft, Freunde zu finden in Deutschland und irgendwie Vertrauen zu gewinnen. Da wo ich herkomme, gibt es auch ein Schützenfest. Das ist eigentlich wie so ein Straßenfest und das ist so ein Verein und die treffen sich und dann marschiert man zusammen und geht dann irgendwie in so einen Park und dort ist dann so ein Holzvogel aufgehängt und dann versucht man den Vogel abzuschießen mit Gewehren. Und der den Vogel abschießt, ist dann König. Man muss dann allen einen ausgeben. Das ist halt ziemlich verankert dort. Und die haben dann halt auch mitgemacht dort. Und waren wirklich Teil der Gemeinde. Die Freunde, die sie jetzt dort haben, sind richtige Freunde. Und ich glaube deswegen, das hat auch mir geholfen, mich besser zu integrieren, dass meine Eltern wirklich diesen Schritt gegangen sind, wirklich offen zu sein für die Leute und es wirklich zu versuchen, auch wenn es schwierig war. Ich habe auch ein paar Schwierigkeiten erfahren und vor allem mit der Sprache. Ich habe relativ spät auch angefangen zu sprechen und dann bin ich halt zweisprachig aufgewachsen, was im Nachhinein unglaublich toll ist. Aber in dem Moment war es ein bisschen schwierig. Ich habe dann immer was mit Deutschen gemacht, mit deutschen Kindern. Und ihr Wortschatz war einfach viel weiter als ich. Deswegen haben die manchmal Sachen gesagt, die ich nie verstanden habe. Und genauso wenig habe ich die Sachen verstanden, die ich in Urlaub in Mazedonien gesagt bekommen habe. Und ich habe mich dann vielleicht ein bisschen schlechter gefühlt oder weniger wertvoll, dass daraus so ein Komplex entstanden ist, weil ich gelernt habe, dass ich weniger verstehe als die anderen. Ja, und ansonsten wurde ich gut aufgenommen. Ich wurde dann aber auch tatsächlich quasi auch immer als Ausländer bezeichnet. Ich war dann auch der einzige Ausländer zusammen mit einer aus Vietnam, glaube ich. Und für die war das halt Spaß. Also für die war das nicht schlimm. Die sagen, hey Ausländer, oder ich war dann halt der Ausländer. Ich fand das im Moment, fand ich das nicht so schlimm, weil ich wusste, dass deren Intention keine schlimme war. Also es waren alles meine Freunde. Auf der anderen Seite gab es trotzdem vielleicht irgendwo, wo ich mich trotzdem nicht komplett zugehörig gefühlt habe. Im Endeffekt denke ich, dass es das Wichtigste ist, dass man das Glas wirklich halb voll sieht und nicht halb leer. Wenn mir jetzt jemand sagt, dass ich scheiße bin oder dass ich ein Ausländer bin und dass ich hier nicht hingehöre, dann kann ich jetzt auf der einen Seite sagen, ja, alles ist scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Oder ich könnte sagen, okay, das ist deine Meinung, aber dadurch, dass ich irgendwie das Beste aus mir heraushole, kann ich vielleicht etwas ändern und deren Meinung ändern. Und das ist genau das, was ich von meinen Eltern auch gelernt habe. Weil am Anfang hatten die dort in dem Ort, wo sie gelebt haben, haben die sich auch nicht so willkommen gefühlt. Weil die sind dort geblieben. Jeden Tag sind sie aufgestanden, haben versucht, das Beste daraus zu machen und haben es dann geschafft, mit den ganzen Leuten, die eher skeptisch waren, wirklich
sich eng zu befreunden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man in eine neue Situation dieses Vertrauen, dass es im Endeffekt besser wird, nicht verliert. Dass man das weitergibt. Obwohl es manchmal schwierig ist. Es ist nicht leicht und keiner hat auch gesagt, dass es leicht ist. Es wäre auch langweilig. Ich würde es eher als Challenge sehen und nicht als schlimme Sache. Kaksi, Poprej,